Hallo, ich bin Karo Komori und zeige euch in diesem Tutorial zwei Arten, um die Strohpuppe aus Hellgirl zu machen. Die hier rechte Puppe wird in diesem Video gebastelt. Für die eine Variante benötigt man einmal ca. 30 Meter Bast und einmal ca. 15 Meter Bast, eine rote Schnur für die Schleife, eine Schere und kleine graue Gummibänder, auch bekannt als Loombands. Der Vorteil dieser Variante ist, dass sie relativ einfach und schnell geht. Für die andere Variante benötigt man ebenfalls einmal ca. 30 Meter Bast und einmal ca. 15 Meter Bast, die rote Schnur und die Schere, aber statt den Gummibändern einen Draht und Zangen, um diesen zu schneiden und zu biegen. Der Vorteil hierbei ist, dass man die genaue Form der Puppe besser bestimmen und anpassen kann. Bei mir war der Bast bereits so, wenn nicht, muss er in eine längliche Form gebracht werden, wie hier zu sehen, und dann werden die 15 Meter einfach in die 30 Meter hineingeschoben, sodass es aussieht wie ein Kreuz. Anschließend beginne ich mit den Gummibändern von Variante 1. Für den Kopf der Puppe werden 3 Stück benötigt, 2 mit geringem Abstand unmittelbar über den Armen und 1 relativ weit oben. Alle nehme ich doppelt, damit sie schön eng sind und nicht verrutschen. Falls man sich für die Variante mit dem Draht entscheiden sollte, wird dieser anstelle der Gummibänder angebracht, und wie man dies tut, zeige ich gleich. Um die Beine zu machen, wird der untere Teil des 30 Meter Basts in 2 etwa gleich große Hälften gespalten. Und an den Beinen zeige ich nun auch, wie Variante 2 funktioniert. Hierfür wird zuerst ein kleines Stück Draht abgeschnitten. Anschließend wird der Draht zuerst grob mit den Händen gebogen und dann direkt unter den Armen der Puppe auf ein Bein gesteckt. Danach wird er mit der Zange und den Händen so lange geformt, bis man zufrieden ist. Die Drahtenden werden mit der Zange in den Bast hineingebogen, damit man sich nicht verletzen oder hängen bleiben kann. Auch hier gilt, falls man sich für die andere Variante entschieden haben sollte, verwendet man statt dem Draht einfach ein Gummiband, welches wieder doppelt genommen wird. Beim anderen Bein ist der Ablauf derselbe, nur nehme ich diesmal ein etwas längeres Stück Draht, um ihn zweimal um das Bein zu wickeln. Ob man die Drähte einfach oder doppelt will, ist Geschmackssache. Für den Rest nehme ich nun wieder die Gummibänder. Falls man die Drahtvariante machen möchte, verwendet man hier aber natürlich überall, wo ich die Gummibänder benutze, einen Draht. An jedem Bein werden noch jeweils 2 benötigt, eins circa am Ende des oberen Drittels und eins ziemlich weit unten. An beiden Armen wird jeweils noch ein Gummiband relativ weit außen benötigt.
Nun schiebe ich noch einmal alle Gummibänder so hin, dass sie mir gefallen. Dann nehme ich die Schere und schneide alle Bastenden knapp ab. Zu guter Letzt fehlt noch die rote Schleife. Diese binde ich beim mittleren Gummiband des Kopfs der Puppe. So, das war's auch schon. Danke fürs Schauen, ich hoffe es hat euch gefallen und würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Tschüss!